Ach, das ist doch scheiße. Wir sind immer noch im Trainingslager hier in Bad Ragaz und jetzt ist ein Mann bei mir. Wir spielen zusammen ein bisschen Golf, den ihr natürlich alle kennt. Alexander Zickler, Zicko genannt. Wir wollen ein bisschen Golf spielen und uns dabei ein wenig unterhalten und ihn näher kennenlernen. Ich freue mich auf die Runde und ich werde wahrscheinlich auch gewinnen. Kann ich mir gut vorstellen, oder? Na, nie. Wir spielen übrigens ohne Schläger, wir spielen mit dem Fuß. Dann hast du gar keine Chance. Zicko, 12 Jahre Bayern. Ja. Jetzt bei Borussia Dortmund. Was war so dein erster Gedanke, als du auf deinen Platz gekommen bist und hast die ganzen schwarz-gelben Sachen gesehen? Ja, ich muss mal, meine erste Begegnung war ja nicht der Platz, sondern erstmal das Trainingsgelände mit dem riesen BVB-Emblem oben drüber bei dem Reinfahren. Es war ein komisches Gefühl, aber kein ungutes, sondern es hat einfach Lust auf mehr gemacht. Es hat sehr viel Freude gemacht, da reinzufahren, weil wir erstens was vorhaben, weil ich weiß, dass der BVB ein Weltverein ist. Und dass wir was vorhaben, dass wir über Top-Fans verfügen, die uns wahrscheinlich. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Nach vorne peitschen werden. Du kannst ruhig auch weitermachen. Wir haben viel vor. Ja, es war sehr spannend und hat sehr viel Lust auf mehr gemacht. Jetzt bist du ja schon ein paar Tage da, bist auch ein bisschen in der Stadt gewesen, vielleicht, ich weiß nicht. Hast schon ein bisschen von der BVB-Begeisterung mitbekommen? Hat man dich angesprochen beim Bäcker, beim Metzger, beim... Man wird natürlich angesprochen, aber ich habe das ja nicht nur jetzt. Also ich kenne das ja aus meiner Vergangenheit. Also ich war mit meinem Sohn, es war schon ein paar Jahre her, in Kirchberg damals, ja, im Trainingslager bei Dortmund. Und das war eine Völkerwanderung. Also unfassbar, was da los war. Und da merkt man natürlich, was so ein BVB, was der Verein auslöst bei den Fans. Und natürlich hat man es jetzt auch schon mitbekommen am Trainingsgelände, wenn du kommst, wenn du wieder rausfährst. Es sind immer wieder Leute da, die Autogrammwünsche haben, die Fotos machen wollen. Natürlich schwierig in der jetzigen Phase, in der jetzigen Zeit. Aber man bekommt das natürlich mit. Aber du brauchst noch 3. Nein, ich mache jetzt genau einen. Zack. Und du musst jetzt übrigens nachlegen, ne? Du musst nachlegen, du hast keinen Druck. Deine ersten beiden Tore. Gegen wen? Karrierebeginn, ersten beiden Tore. Mit Dynamo Dresden? Ja, gelb-schwarz. Gelb-schwarz gegen gelb-schwarz. Gegen Dortmund. 3-0. Stimmt. 3-0, 2-0 und 3-0. Möchtest du sehen, die Tore? Ja, bitte. Ich habe sie wirklich da. Du hast sie da? Uwe Jänig. Schneller Antritt, schneller Ja, darf man nicht vergessen, ne? Ja, absolut. Zickler, das 2:0. Diese Szene, Hans-Uwe Pilz, so kenn ich sie. Zickler. Schauen Sie sich das mal an. Geballte Power. Wow. Dann ist da Selek Bisschen Gänsehaut krieg. Ja. Und meine ich Michael mit Stefan Kloß. Keine Chance. Ja, vielen Dank. Das 3:0. Schön, ne? Ja, war cool zu sehen mal wieder. Alex, das ist doch scheiße. Der war wichtig. Alex, wie soll deiner Meinung nach der BVB Fußball spielen? Wie stellst du dir es vor? Ja, also grundsätzlich ist ja das, was in den letzten Jahren beim BVB passiert, ist nicht schlecht gewesen. Ja. Nee. Überhaupt nicht. Aber wir haben schon unseren Stil. Wie gesagt, wir wollen hochpressen. Das merkt man beim Training, da geht es dann richtig zur Sache. Es soll intensiv werden, es soll, wenn es geht, schnell nach vorne gespielt werden. Wir wollen viele Torchancen kreieren, wir wollen sehr hoch Bälle gewinnen. Es soll attraktiv werden für die Zuschauer auch. Ja. Und was dazugehört, ich glaube, dass sich die Spieler auch in den ersten Wochen jetzt gemerkt haben, sehr viel Laufbereitschaft, sehr viel Kommunikation innerhalb der Mannschaft und sehr viel Intensität. Übrigens, du kannst nur ausgleichen. Naja, ich werde mir natürlich noch ein paar Fragen einfallen lassen, bis es ausgeglichen ist. Ne? Ein Loch werden wir definitiv noch spielen. Entweder gewinnst du jetzt oder es gibt den Ausgleich und wir trinken die Flasche zusammen. Jetzt bist du ja mit Marco und mit René schon eine ganze Weile unterwegs im Fußball. Können da sowas wie richtige Freundschaften entstehen eigentlich bei so einem stressigen Job? Ich muss da echt sagen, wir verstehen uns da richtig gut im Team auch.
Und da ist irgendwo was zusammengewachsen. Deswegen auch der Schritt zusammen nach Gladbach und jetzt nach Dortmund. Ja. Und ja, das ist schon eine Freundschaft. Das Coole an der ganzen Nummer ist, dass wir wirklich über jedes Thema diskutieren können und offen diskutieren können. Und dass Marco auch jemand ist, dem das auch wichtig ist, dass jeder sich einbringt, dass man viele Meinungen hat und im Endeffekt dann zusammen diskutiert. Mach da einen Einwurf. Ja. Warte mal, ist das letzte Loch jetzt? Das kommt drauf an. Wie, das kommt drauf? Auf was kommt das jetzt drauf an? Ja, ob wir gleich sind oder ob ich gewinne. Wenn ich gewinne, ist Schluss. Ruhe jetzt. Ich muss mich konzentrieren. Nur um die Ecke. Nur um die Ecke. Nur um die Ecke. Der war wichtig. Das ist ja jetzt so ein... Schau mal. Hast du? Nix, alles gut. Ja, jetzt hier, das ist ein schweres Ding. Wieso legst du eigentlich deinen Ball immer von der... Ja, ich muss ja irgendwie ausholen. Ja, okay. Entschuldigung. Ja, ich hab's mir gedacht. Okay. Ja, Alex. Okay. Oh, das ist doch scheiße. Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Aber war vorherzusehen, Ja. der Ausgang. Auf was freust du dich am meisten in den nächsten Monaten, Jahren? Ja, Jahren wäre cool. Wär schön, ne? Das klingt richtig gut. Ja, auf viele Dinge. Natürlich auf das erste Spiel dann auch im Stadion, vor vollem Haus. Ja, genau. Wir werden alles dafür tun, ja, dass wir erfolgreich sind. Und wie du gerade gesagt hast, natürlich eine lange Zeit hier sind, um dann auch den ein oder anderen Titel dann Da würden wir uns auch sehr freuen. Absolut. Und deswegen sind wir hier, weil die Voraussetzungen top sind, weil Dortmund Borussia ein hervorragender Verein ist. Und wir natürlich als Trainerteam auch hohe Ziele haben. Und das deckt sich natürlich auch mit den Zielen des Vereins. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Und Bitte schön. ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Alex Zickler, unser neuer Co-Trainer. Nicht nur ein ehemalig fantastischer Fußballspieler, sondern auch ein unfassbar netter Kerl.